Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video. Wir richten heute gemeinsam die Galaxy Watch 4 ein. Ich weiß, ich habe euch lange warten lassen, allerdings wurde ich auch warten gelassen von Samsung, denn ich wollte eigentlich die Galaxy Watch 4 mit dem Z Fold 3 koppeln. Daraus wird leider nichts, denn ich blende es euch jetzt hier ein. Ihr seht es, es sollte versendet werden am 27.08. Das ist leider bis dato nicht passiert. Ich warte immer noch auf das Galaxy Z Fold 3. Ihr seht es, ich bin keinen Schritt weiter gekommen, Bestellung aufgegeben, ja, mehr aber auch nicht. Dasselbe gilt auch für das Note Package, also Samsung hat ziemliche Lieferschwierigkeiten und die Foren sind auch voll von genervten Usern bzw. Kunden, denn ja, das Geld wurde schön abgezogen, aber bis dato wurde nichts geliefert. Ganz, ganz traurige Geschichte dieses Jahr, zumal es auch einige Käufer gibt, die ja, nach den Vorbestellern bestellt haben und das Gerät schon in Händen halten dürfen. Also ganz, ganz dumm gelaufen. Ich habe keine Geduld mehr und ich will euch auch nicht weiter auf dieses Video warten lassen. Von daher machen wir das Ganze mit dem Galaxy Z Fold 2. Wir verlassen einmal die Bestellübersicht, nehmen uns die Galaxy Watch 4 zur Hand. Das hier ist der Ein-Aus-Knopf, den halten wir jetzt einfach länger gedrückt. Es vibriert. Wir kriegen den Samsung-Schriftzug. Warten einen kleinen Augenblick. Ich hoffe, die Uhr hat noch genug Saft, denn sie hat jetzt wirklich mehrere Tage einfach nur auf dem Schreibtisch gelegen. Sie hat mich angeguckt, ich habe sie angeguckt. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch genug Akku haben. Samsung Galaxy Secured by Knox. Es tut sich was. Das Betriebssystem fährt hoch. Da haben wir es. Select Language. Und jetzt haben wir ja bei der Galaxy Watch 4 nicht die klassische Lünette, sondern die digitale. Und jetzt probieren wir es einfach mal aus. Ja. Okidoki. Und der haptische Feedback, also die Vibration, die die Uhr dann zurückgibt, wenn man halt wirklich scrollt, der ist echt gut. Den finde ich jetzt wirklich in Ordnung. Also wir gehen jetzt aber nochmal zurück zu, wo ist denn Deutsch? Ich habe das jetzt gerade gar nicht gesehen. Da, Deutsch, Deutschland. Auf Deutsch fortfahren, ja na klar, was denn sonst? Die Uhr lädt. Länder- oder Regionauswahl. Ja, Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland. Da sind wir doch gut aufgehoben. Neustart. Warum auch immer wir jetzt hier einen Neustart brauchen, ist mir unerklärlich. Aber jetzt müssen wir einfach neu starten. Gut. Alles nochmal von vorne. Samsung. Dass dieses Jahr nochmal was mit uns wird, ich weiß es ja nicht. Ich habe in der Zwischenzeit wirklich stark überlegt, ob ich das Z Fold 3 nicht einfach stornieren soll und mir das iPhone 13 Pro kaufen soll. Aber habe mir dann doch gedacht, hier komm, die Vorfreude auf das Faltgerät hier ist so gut, von daher warten wir mit dem iPhone noch. Also ein bisschen Geduld habe ich, glaube ich, noch. Eine Woche kann ich noch warten auf das Z Fold 3. Dann wird es aber auch ernst. So, willkommen, Galaxy Watch 4 in Klammern B7BW und nochmal willkommen. Herzlich willkommen, danke. Wir sollen einmal nach oben wischen. Genau. Galaxy Watch 4, erste Schritte mit der Galaxy Wearable App auf Ihrem Telefon. Okay. Eingabehilfe, Sprache und Hilfe. Also wir müssen die Uhr mal kurz runterlegen und schauen uns die Galaxy Wearable App an auf dem Z Fold 3. Wo ist die denn? Hier. Ihr seht es, mein Z Fold 2 ist mit den Galaxy Buds Live verbunden, gekoppelt. Wir klicken auf das Hamburger-Menü und haben hier die Möglichkeit, ein neues Gerät hinzuzufügen. Das machen wir jetzt. Es wird nach verfügbaren Geräten gesucht und prompt wird auch die Galaxy Watch 4 gefunden. Ein Klick, überprüfen der Nummer auf Ihrer Uhr. Jetzt gucken wir einfach, ob das die gleichen Nummern sind.
Die Uhr vibriert hier ganz verrückt. Ihr hört es. Lässt nicht locker. Genau, einmal bestätigen. Na, ist der gut, beruhig dich jetzt. So, und auf der Uhr steht jetzt zum Abschluss Ihr Telefon prüfen. Das machen wir und wir sehen, da wird irgendwas im Hintergrund ausgeführt. Software wird heruntergeladen. 101,9 Megabyte groß, das ist das Plugin für die Galaxy Watch 4. Das soll einfach mal geschehen. Gut, wir verschieben das Ganze mal ein bisschen, so dass es ein bisschen mehr zentriert ist. Okay, zur Überprüfung. Lesen Sie die Datenschutzhinweise von Samsung, um zu erfahren, wie wir Ihre Daten verwalten. Gut, ich habe ja gar keine andere Möglichkeit, als jetzt hier zuzustimmen, fortzufahren, aber ich meine, das hier, also dem Zustimmen von Senden von Diagnosedaten, das ist optional in Klammern und von daher lassen wir das jetzt unausgewählt und klicken auf Fortsetzen. Nochmal treffen. Nutzungsbedingungen von Google, das ist jetzt neu. Denn die Galaxy Watch 4 und die Watch 4 Classic laufen ja jetzt mit Googles Wear OS und nicht mit Samsungs Tizen OS. Deswegen ist das jetzt was Neues. Wir gucken mal, mit Google Cloud synchronisieren über WLAN oder LTE in Verbindung bleiben. Ja. Nutzungs- und Fehlerberichte? Nein. Weg damit. Können wir nach oben scrollen? Jawohl. Standort. Falls verfügbar, kann die Smartwatch den Standort über dein Smartphone oder das eigene GPS ermitteln. Das lassen wir zu. Fortsetzen. Die Uhr wird vorbereitet. Wir sind bei 3%. Jetzt lege ich das Z Fold 2 nochmal neben die Uhr. Oh ja, jetzt geht's schnell. Wir sind bei knapp 70%. Super. Das geht wirklich schnell und die Animation, die ist auch neu, gefällt mir. Google Kontoinformationen werden abgerufen. Wow. Hier. Das ist alles neu. Das hat man mit den Galaxy Watches vorher so nicht gehabt. So, das Google-Konto auswählen. Okay. Wir können jetzt hier die Galaxy Watch mit dem Google-Konto verknüpfen oder überspringen. Ich möchte es jetzt einfach mit dem Konto verknüpfen. Ist ja nicht verkehrt. Auf deine Smartwatch kopieren, Google-Konten auf die Smartwatch kopieren. Ja, das wollen wir. Entsperre das Gerät, um die Einrichtung fortzusetzen. Okay, also ich muss jetzt einmal bestätigen, dass es sich wirklich um den Kontobesitzer, also um mich handelt. Einmal mit dem Zeigefinger hier drauf. Zack. Das Telefon erkennt, dass ich der Besitzer bin und es geht weiter. Die Konten werden kopiert. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ein Backup auf die Galaxy Watch 4 zu spielen. Das will ich nicht machen. Ich möchte es als neue Uhr einrichten, als neues Gerät. Deswegen klicke ich jetzt auf Überspringen. So, jetzt kommen wir auch schon zum Abschluss. Dies kann einige Minuten dauern. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es dauert nur ein paar Sekunden. Nehmen Sie sich während Sie warten einen Moment Zeit, um Ihre Uhr besser kennenzulernen. Da haben wir jetzt auch Tipps und das Benutzerhandbuch. Ich werde an dieser Stelle, wenn es wirklich zu lange dauern sollte, das Video beschleunigen. Aber die Animation, die finde ich echt gelungen. Obwohl ich zugeben muss, sie passt irgendwie nicht zu Android, nicht zu Wear OS und auch nicht zu Samsung. Also ist ganz unterschiedliches, ist ganz Neues. Gut, auf dem Smartphone sehen wir schon die neue Übersicht. Die Uhr meldet, dass sie gestartet wird. Okay, jetzt sehen wir hier allerdings schon, so wird das Watchface aussehen. Die Galaxy Watch 4 hat noch 50% Restakku, sehr schön. Wir werden gefragt, ob wir an einer Tour für die Uhr interessiert sind. Das machen wir. Starten. Für das Quick-Panel von oben nach unten streichen. Machen wir. Zack. Das sind die Schnelleinstellungen. Für Rückkehr zum Ziffernblatt nach oben streichen. Ja. Einmal wieder zurück. Für Apps vom unteren Rand nach oben streichen. Das ist quasi wie der App-Drawer bei einem Smartphone. Jetzt kommen die ganzen installierten Apps zum Vorschein. Für Rückkehr zum Ziffernblatt nach unten streichen. Alles klar. Für Benachrichtigungen nach rechts streichen. Gesagt, getan.
Tippen, um diese Benachrichtigung zu öffnen. Ja, einmal drauf. Für Rückkehr zum vorherigen Bildschirm vom Rand nach rechts streichen. Okay, wir gehen also einen Schritt zurück. Für Rückkehr zum Zifferblatt nach links streichen. Yep. Und jetzt fehlen noch die Kacheln bzw. die Widgets, die ich vorhin angesprochen habe. So, tägliche Aktivitäten. Drücken Sie die Home-Taste, um von einem beliebigen Bildschirm zum Zifferblatt zurückzuwechseln bzw. zu wechseln. Einmal drauf. Das war's. Wir kriegen hier noch einen Hinweis. Verpassen Sie nichts, der Punkt weist auf eine Benachrichtigung hin. Ich meine, diesen Punkt sollten die meisten Galaxy Watch Nutzer kennen. Das war auch schon bei Tizen OS so, dass es hier einen orangenen Punkt gab, wenn man eine Benachrichtigung hatte. Okay, Double Tap to Wake ist nicht aktiviert. Ich muss nochmal auf den Knopf drücken. Gut. Also, das ist das aktuelle Ziffernblatt. Wir können in die Tipps gehen und ihr seht hier oben schon, da seht ihr die Punkte. Ich habe jetzt 4 Benachrichtigungen. Uhr-Update, dass es verschoben ist. Update, dass eins verfügbar ist. Und hier könnte ich jetzt alle Benachrichtigungen löschen. So, entweder ich swipe jetzt immer durch diese einzelnen Punkte da oben. Das kann ich auch über die digitale Lünette machen. Na, jetzt geht es. Jetzt ist es aktiviert. Jetzt können wir zurückwischen. Stresslevel messen, den Puls messen. Das sind wirklich schöne Grafiken, schöne Aufmachung. Das gefällt mir. EKG aufnehmen, den Blutdruck messen lassen. Wir haben den Kalender, Wetter, den Schlaf können wir aufzeichnen. Wow, schöne Animation. Gefällt mir. Körperzusammensetzung. Das ist ja jetzt mit dem neuen Sensor hier möglich. Wird auch definitiv ausprobiert und ich hoffe, meine Fettlevel sind nicht allzu schlecht. Und hier können wir natürlich Workouts starten. So, tägliche Aktivitätenübersicht und jetzt sind wir wieder auf dem Ziffernblatt. Okay, was passiert, wenn ich jetzt diesen Knopf drücke? Einmal passiert nichts, da kommen wir immer wieder aufs Ziffernblatt. Ne? Zack. Was passiert bei einem Doppelklick? Gar nichts. Nichts passiert. Was passiert, wenn ich das länger gedrückt halte? Bixby. Hallo Bixby. Wir haben dich vermisst, oder? Gut, Bixby wird auch sofort eingerichtet. Ich meine, darauf können wir jetzt, glaube ich, verzichten. Einmal zurück. Jetzt machen wir das Ganze mal hier mit dem unteren Knopf. Was passiert bei einem einfachen Druck? Nichts. Was passiert bei einem Doppeldruck? Nichts. Und was passiert, wenn ich es länger gedrückt halte? Oh, Samsung Pay. Okay. Gut, das müsste ich noch nachher einrichten. Gut, das war's von der Einrichtung der Galaxy Watch 4. Es ist endlich vollbracht. Leider nicht mit dem Z Fold 3, sondern mit dem Z Fold 2. Aber die Umstände haben jetzt einfach nichts anderes zugelassen. Gut, was passiert, wenn ich hier das Ziffernblatt länger gedrückt halte? Dann kriege ich hier nochmal eine Übersicht. Ach, dann kann ich das Watchface hier nochmal bearbeiten. Mehr ist das nicht. Da haben wir die einzelnen Ziffernblätter. Ja, und die Vibration ist echt gut. Gefällt mir. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht es gut, bleibt gesund. Ciao.